Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem April-Taroskop, April 2025. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein April gestalten möchte, was er für dich bereithält. Was wird wichtig und ausschlaggebend, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, jedoch aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann, bitte. Die Anspannung vergeht, indem du erkennst, dass einzig du allein bestimmst, was passiert. Doch es ist ein Spiel, das Miteinander, du im großen Ganzen, das große Ganze in dir. Schauen wir uns die Themenkarten an. Du hast 5 Themenkarten, lieber Wassermann. Sehr viel weibliche Energie. Ganz egal, ob du weiblich oder männlich bist, der du mir hier zusiehst. Eine jüngere weibliche Energie ist im April an deiner Seite. Über diese erkennst du ein Mutterthema, beziehungsweise diese spiegelt dir ein Mutterthema wider. Und es gilt, lieber Wassermann, es zu erkennen, ob du möchtest oder nicht. Denn das ist die Krux im April. Der April möchte dich an die Essenz bringen. Nicht nur deine Essenz, aber es wird wahrscheinlich den wenigsten gelingen, an diese zu kommen in so kurzer Zeit. Denn das braucht ja teilweise ein ganzes Leben, nicht? Doch, sie möchte dich an den Kernpunkt des Themas bringen. Es kann gut möglich sein, dass der April für dich mit gemischten Gefühlen einhergeht, Achterbahn der Gefühle. Doch wisse, sobald sich dein Innenleben getriggert fühlt, sobald du niedere Emotionen verspürst, unruhig wirst, nervös wirst, gar ärgerlich wirst, schau, wo ist der Trigger? Was war der Auslöser? Dort schau hin, das ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite fühlst du dich im April sehr geborgen, sehr gebettet, sehr aufgefangen. Es ist aber auch gut möglich, dass dadurch, dass du dieses Wechselbad der Gefühle hast, dass du dich sehr abgrenzt. Vielleicht gar nicht mal so bewusst, doch durch deine Körpersprache sehr wohl. Isolation. Es ist, als wärst du in so einer Isolationsbubble und würdest es gar nicht merken. Es kann gut möglich sein, dass im April einige deiner Mitmenschen zu dir sagen, hey, was ist los mit dir? Du bist so komisch, du bist so anders. Habe ich irgendetwas falsch gesagt? Ja, lieber Wassermann, ich würde mal gar nicht sagen, dass es so ein bewusster Rückzug ist, denn im April möchtest du Entscheidungen treffen, möchtest du kreieren, möchtest du Recht walten lassen. Doch das Innenleben zieht deine Aufmerksamkeit auf sich, zieht die Aufmerksamkeit vom Außen ab. Kannst du das gut handeln? Wird es dir zu viel? Du bekommst ebenso eine Antwort von deiner Mutter über deine Mutter. Also weibliche Energie ganz, ganz ausschlaggebend im April. Dann Berührungen sehr ausschlaggebend.
der Sinn der Sinnlichkeit. Intimität und die Frage, lässt du es zu oder nicht? Im April wirst du einen Samen pflanzen. Dies kann selbstverständlich tatsächlich praktisch sein, dass du etwas aussäst im Garten, doch spirituell gesehen, du pflanzt einen Samen. Achte darauf, dass du diesen Samen auf nährenden Boden pflanzt. Im Sinne, klemm dich dahinter, bleib dabei und setze diesen spirituellen Samen mit den richtigen Intentionen. Achte immer auf die Absicht dahinter. Schauen wir uns dein Thema an, das dich im April begleiten wird. Wow, wow, wow. Gut möglich, dass du mit einem Steinbock verbunden bist. Gut möglich aber auch, dass es um die Grenzen geht, um die Toxizität deiner selbst. Vielleicht muss jemand einen Zahn ziehen, einen schmerzenden Zahn, der schon ganz, ganz lange schmerzt. Sich die Schuhe wechseln, denn sie sind zu eng, sie sind abgelaufen. Was ist nicht mehr passend? Was ist zu eng geworden? Ich glaube gar nicht mal, dass es etwas ist, was von heute auf morgen kommt. Es ist ein Thema, das dich schon sehr lange belastet. Es ist etwas, wo du jetzt sagst, jetzt packe ich dieses Thema an. Es ist sehr einschneidend. Es ist beklemmend. Es ist atemraubend. Doch nachdem du zum Kernpunkt, zum Knackpunkt gelangen darfst, du diesen erkennst, wirst du sehen, dass du kurzerhand bereit bist, dich davon zu befreien. Gehen wir in die Details. Blaue Hortensien werden ausschlaggebend werden. Der Wassermann, bitte. Jemand unterzieht sich einer Augenoperation oder einer größeren Augenbehandlung. Das waren zu viele. Schon wieder. Also die Karten, sie sprechen nicht, sie schreien. Schön eine nach der anderen hier. Das, was du dir vorgenommen hast, kurze Zwischenfrage, hast du dir überhaupt irgendwas vorgenommen? Wir gehen davon aus. Du hast den Zeitpunkt verpasst. Das wird dir jetzt klar. Denn im Eifer des Gefechts des Hamsterrades immer schön weitermachen wie bisher, so wie wir es kennen, so wie wir es gewohnt sind. Nun, Plan A, ich würde mal sagen, er wird ausradiert und ausgelöscht.
Das Blatt wird neu beschrieben. Es ist aber wichtig, wenn du in die Planung gehst im April, dass du nicht aus dem Trigger heraus planst. Es ist wichtig, den Samen zu setzen auf einem soliden Fundament, auf einem neutralen Fundament mit den besten Absichten. Behalte das gut im Hinterkopf. Keine Kurzschlussreaktion, sondern es geht darum, den drückenden Schuh nicht zu reparieren, sich nicht damit abzugeben, sondern ihn zu beseitigen. Der frische Wind. Für diejenigen, die auf Reisen sind, diese werden auf eben dieser Reise den Input bekommen. Für diejenigen, die sich nicht auf Reisen befinden, diese werden von jemandem aus der Ferne den richtigen Input bekommen. Gut. Bürokratisches verlangt deine Aufmerksamkeit. Doch wisse, Gerechtigkeit darf walten. Es ist jetzt nur die Frage, die Gerechtigkeit in deinen Augen oder die karmische, die wir nicht immer als gerecht ansehen, nicht? Vor allem, weil wir es gar nicht wissen, dass das Karmarad dabei ist, sich zu bewegen. Jedenfalls, du entscheidest dich für das Neue. Du entscheidest dich, Harmonie durch das Neue in dich, dein Leben zu bringen. Dich zu öffnen indem du erkennst, dass einzig du allein für das Nicht-Durchführen deines Plans verantwortlich bist. Selbstverantwortung, auch ganz, ganz groß oben geschrieben, ist nicht alles Selbstverantwortung. Was kannst du vor dir selbst verantworten? Für was bist du selbst verantwortlich? Schönes Wortspiel, nicht? Ich denke, es gibt eine glückliche Fügung. Denn du bist zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, um nichts zu verpassen. Gut möglich, dass jemand von einer Waage, kann auch Aszendent Waage sein, eine Liebeserklärung bekommt, eine liebende Aufmunterung, ein liebevolles Geschenk oder schlichtweg Mitgefühl entgegengebracht bekommt. Umso mehr du selbstbestimmt in deine Zukunft blickst,
umso weniger Widerstand wirst du spüren. Doch was ist, wenn der Widerstand die Komfortzone geworden ist? Wie bemerken wir ihn dann? Sie sagen, es geht nicht um die Spitze des Eisbergs, sondern um seinen Tiefpunkt. Du möchtest die Welt erobern. Doch deine Welt, die Welt eines anderen, whatever, die gesamte Welt, doch ohne deine vollkommene Anwesenheit im Plan, noch in der Vergangenheit verweilend, weil ja da alles besser war, weil da war alles sicherer, da war alles freundlicher, da war alles wie auch immer. No chance. Es wird ein Reinfall. Es bedingt ab, dass du anwesend bist. Jemand aus deiner Vergangenheit welcher sehr viel Aufmerksamkeit brauchte, gut möglich, wo du innerlich oder äußerlich mit Schwerstverletzungen davon gekommen bist. Wird aus einem gekränkten Ego heraus ein Angebot machen. Was kann das schon für ein Angebot sein? Doch Vorsicht! Eine ganze Kompanie wurde versammelt. Und gut möglich, dass mehrere involviert sind. Doch kommen wir zurück. Zur unausgesprochenen Anerkennung, welche dich bis heute getrieben hat und dich hat das machen lassen und so machen lassen, wie du es machst. Es darf enden, neu beschrieben werden und es darf endlich befreit werden. Jemand sieht zu dir auf. Bemerkst du es? Wir machen weiter im Extended. Bis gleich. Ciao.